Marvy Hammers Hörbuch zum Magazin. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Willkommen im Studio. Mit den tollsten Abenteuern und den aufregendsten Reportagen. Danke. Ist die Luft rein? Ihr wisst ja, vor den Menschen muss ich immer auf der Hut sein. Man kann ja nie wissen, ob sie wieder eine Mausefalle im Studio aufgestellt haben. Trotzdem geht es heute um Menschen. Die Inkas in Südamerika. Bei den Inkas wird es besonders spannend, denn im Mittelpunkt stehen 500 Jahre alte Mumien. Marderpups und Mumienmief. Hier riecht's aber komisch. Totales Geruchschaos. Apropos Chaos. Was ist denn hier passiert? Gecko mio, wo man hinschaut, das reinste Tohuwabohu. Überall Becher und so komische, bunte Pappteller. Ganze verschmiert, Igitt, mit Senf und Ketchup. Den habe ich jetzt am Schuh. Und was ist das hier? Schon besser. Eine halbvolle Packung Salzstangen. Lecker. Ein bisschen viel Salz. Hey, auf diesem Teller ist von jedem etwas. Futter, Weingummi, Chips. Ich hab's. Sieht so aus, als hätten die Studiomenschen hier was zu feiern gehabt. Das Rote da, das ist Götterspeise. Wackelpudding. Gecko mio, da ist ja auch noch Käse. Richtiger Stiegekäse in kleinen Würfeln. Genau in der richtigen Größe für mich. Sehr freundlich. Aber warum steckt denn da Holz im Käse drin? So kleine Holzspieße. Zip. Mit einer Spitze. Egal. Den Holzspieß nehme ich mal mit. Und das hier? Eine Schnur? Wo die wohl hinführt? Wow, nach oben. Ein roter Luftballon. An der Lampe festgebunden. Sieht aus wie ein Herz, dieser Luftballon. Der ist mit Gas gefüllt. Helium heißt das. Helium. Helium ist leichter als Luft. Wenn er nicht festgebunden ist, fliegt er einfach nach oben. Ungefähr 3 Meter hoch. Bis an die Studiodecke. Ich würde ja auch so gerne mal ganz oben sein. Gleich hören wir eine Reportage von einem, der ganz hoch oben lebt. Auf einem hohen Berg in Südamerika. Hey, Pedro! Stimmt es, dass es dort ein Volk gab, das den Göttern Opfer gebracht hat? Das stimmt, Marvy. Das waren die Inkas, ein Volk, das in Südamerika einst ein riesiges Reich beherrschte. Um die Götter gnädig zu stimmen, also dass sie zum Beispiel Regen schicken oder für eine gute Ernte sorgen, brachten sie ihnen Opfer. Hoch oben in den Bergen, weil die Inka glaubten, dort den Göttern besonders nah zu sein. Was meinst du denn mit hoch oben? Manche dieser Berge sind über 6000 Meter hoch. Da ist die Luft schon ganz schön dünn. 6000 Meter? Das ist echt viel. Du hast ja da oben mit einem berühmten Forscher nach Inka-Gräbern gesucht. Habt ihr wirklich eine 500 Jahre alte Mumie gefunden? Nicht nur eine. Aber ich will jetzt nicht alles vorwegnehmen. Wir hören uns ja später wieder, Marvy. Schon klar, Pedro. Sag mal, Pedro, ist die Luft in, sagen wir mal, 3 Metern höher auch schon dünner? Nein, da musst du schon ein paar tausend Meter höher. Na, dann könnte ich es ja eigentlich riskieren. Wenn ich den Ballon löse und mich gut festhalte, dann könnte ich theoretisch... Aber jetzt geht's erstmal zu meinen World Reportern. Die sind auch im alten Reich der Inkas unterwegs.
Sie machen eine Reise mit der höchsten Eisenbahn der Welt. Ich bin gespannt, ob ich sie dort erreiche. Hello, JC, Ming and Roberto. I can't take any more. Be quiet! I can't understand a thing. It's Marvy. Wait a minute. Hello, Marvy Hammer. Is that you? Yes, it's me. Hello, Ming. Are you traveling by rail? Oh, yes, we are. We want to visit an old Inca city on the top of a mountain. It's so exciting. The tracks are very narrow and we're climbing up to 4,800 meters. Wow, 4.800 Meter hoch mit einer Eisenbahn, die auf einen Berg führt? Eine Bergeisenbahn? A mountain railway? Yes, exactly. It's a mountain railway. Ming! Roberto! Look, what a fantastic view! Wow! There's a mountain in front of us with snow on the summit. It's beautiful! Look! All I can see are chickens. There are chickens in our compartment. The train is jerking back and forth. We're climbing higher and higher. I don't even want to look out the window. Hühner im Abteil? Wahrscheinlich haben meine World Reporter wieder die billigsten Tickets gekauft. Look at that bridge in front of us, Ming. Oh, How very interesting. The bridge spans a deep valley. The valley is at least 1,000 meters deep. Look, Roberto. No, I don't want to look. 1,000 meters, so deep. Way too deep. I can't take much more of this. Auerhahn und Achterbahn. 1.000 Meter tief geht es von der Brücke. Hui, da würde mir aber ganz anders werden. Roberto, what's up with you? Was ist denn mit Roberto? What's wrong with Roberto? He's turning pale. hey, Roberto? I can't take any more of this. Maybe he's hungry. What about a snack? Oh no, no snacks. No. Na, wenn Roberto keine Snacks mehr mag, dann geht's ihm echt dreckig. We're crossing over the middle of the bridge, Marvy. Whoa! This looks dangerous. It looks dangerous. Und da geht's tief runter? Jetzt hab ich's. Roberto hat Höhenangst. Wie heißt denn das nochmal? Fear of Heights. I can't take any Roberto. more of this. What are you doing? Stay seated. What are you going to do? I'll stop this train. Das klang gar nicht gut. Was ist nun los? The train has stopped. Oh, Roberto has stopped the train. Roberto pulled the emergency brakes. That is strictly forbidden. Roberto, are you crazy? Auweia, Roberto hat die Notbremse gezogen. Aus lauter Panik. 1.000 Meter über einem Tal. Wow, was man da so alles sehen kann. Mich würd's ja auch interessieren, wie mein Schreibtisch von oben aussieht. Ich könnte es ja mal probieren. Eine kleine Schlaufe in die Schnur des Luftballons und einen Fuß reinstellen. Dann mit einer Hand an der Schnur festhalten. Das könnte funktionieren. Aber zuerst kommt mal mein Marvy Hammers Inka-Quiz. Ich bin ja schwer gespannt, was ihr schon alles über dieses stolze Volk wisst. Die Inkas stammen vermutlich alle von einigen wenigen Familien ab, die rund um die Stadt Cuzco lebten. Das soll so um das Jahr 1200 herum gewesen sein. Cuzco liegt in den Anden. Das ist der mächtige Gebirgszug, der Südamerika von oben bis unten durchzieht.
Später wurde Cuzco die Hauptstadt des mächtigen Inka-Reiches, das zwischen der Nordgrenze des heutigen Ecuador und dem heutigen Chile lag. In ihren Städten errichteten die Inkas prächtige Bauten aus mächtigen Steinen, die sie wie Bauklötze ganz ohne Mörtel perfekt auf- und aneinander schichteten. Eine ihrer prächtigsten Städte ist heute das Ziel vieler Touristen aus aller Welt. Die müssen aber die dünne Bergluft gut aushalten können, denn diese Stadt liegt fast 3000 Meter hoch. Meine erste Frage lautet: Wie heißt die legendäre Inka-Stadt in den Wolken? A. Metropolis. B. Machu Picchu. C. Taj Mahal. Na? Taj Mahal ja wohl kaum, denn diese Sehenswürdigkeit liegt in Indien. Metropolis dagegen, diese Stadt liegt in der Fantasie. Denn Metropolis, die Stadt der Zukunft, gibt es nur in einem alten Film. Also ist Antwort B richtig. Die sagenhafte Stadt der Inkas heißt Machu Picchu und liegt so abgelegen, dass ihre Überreste erst 1911 entdeckt wurden. Der oberste Inka war, haltet euch fest, der sogenannte Inka. Er galt als der Sohn eines Himmelsgestirns, von dem die Inkas gewaltig beeindruckt waren. Frage 2. Wessen Sohn war der Inka-Herrscher? A. Der Sonne. B. Des Mondes. C. Der Venus. Na, wisst ihr's? Sonst könnt ihr ja auch mal raten. Ein berühmter Inka-Herrscher hieß Atahualpa. Atahualpa, Sohn der Venus? Klingt irgendwie falsch. Und den Mond, den verkörperte die Frau des Inka. Antwort A ist also richtig. Die Inkas verehrten die Sonne als Ursprung allen Lebens. Die Inkas verfügten über unglaubliche Goldvorräte. Und jetzt kommt meine dritte Frage. Was machten die Inkas eigentlich mit ihrem Gold? A. Steckten es in einen Tresor, wie Dagobert Duck. B. Kauften sich dafür Land und Besitztümer. Oder C. Ehrten damit ihre Götter. Na, Onkel Dagobert hätte sich bei den Inkas sicher wohlgefühlt, so viel Gold. Aber für das ganze Gold hätte er sich bei den alten Inkas nichts kaufen können. Denn den Inkas diente das ganze Gold nur zur Verehrung ihrer Götter. Nur Herrscher, Priester und einige Adlige durften Schmuck aus diesem Metall tragen. Als Kopfschmuck, prächtige Scheiben aus Gold, Ohrringe natürlich oder einen Schultergürtel aus Gold. Den Göttern zu Ehren war sogar ein Bauwerk in der Hauptstadt Cuzco auf halber Höhe von einem Band aus Gold durchzogen. Kein Wunder, dass spanische Abenteurer davon geblendet waren. Um ihre Gier nach Gold zu befriedigen, führten sie im 16. Jahrhundert einen grausamen Krieg, den die Inkas am Ende verloren. Traurig, aber wahr. Das war mein IA-Inka-Quiz. Gewonnen haben wieder alle, die mitgemacht haben. Und ich ziehe mich jetzt auch in die Höhe zurück. Ich habe mich entschieden. Ich will einen kleinen Ausflug riskieren. Einen Flug mit meinem ratenscharfen roten Luftballon. Ich muss nur noch diese kleine Schleife hier aufziehen. Dann geht's ab. Und zwar jetzt. Up, up and away. Mit meinem knallroten Luftballon. Tschüss. Bis gleich. Jetzt gibt's die Hörreportage von Pedro auf den Spuren der Inka-Mumien. Kopfüber hing Orlando in dem schmalen Erdloch. Seine Füße waren noch zu sehen. Ich gab mir alle Mühe, ihn gemeinsam mit 2 Kollegen festzuhalten, an dem Bergsteigerseil, das wir um seine Hüften gebunden hatten. Es kostete unglaubliche Anstrengung, nicht loszulassen. Und das Seil schnitt immer tiefer in meine Hände ein. Die Luft in 6.739 Metern war einfach zu dünn für große Anstrengungen. Niemals hätte ich es für möglich gehalten, dass man bei knapp -30 Grad ins Schwitzen kommen kann.
Jetzt stieß Orlando einen Schrei der Begeisterung aus. Er hatte die Mumie entdeckt. Nach 500 Jahren sollte sie aus ihrem Grab befreit und der Wissenschaft zur Verfügung gestellt werden. Mit letzter Kraft zogen wir Orlando nach oben. In seinen Armen hielt er schützend ein Bündel, das mit Stoff umwickelt war. Ein ziemlich kleines Bündel. Es musste sich um die Mumie eines Kindes handeln. Johann Reinhardt, der berühmte amerikanische Bergsteiger und Völkerkundler, der unsere Expedition leitete, hockte sich vor den Fund. Er zeigte auf eine kleine Silbernadel, mit der das Gewand festgesteckt war. Ein Hinweis, dass es sich um ein Mädchen handeln musste. Da das Tuch überraschend locker war, konnte Johann Reinhardt es vorsichtig zur Seite schieben. Ich erschauderte. Wir blickten in das Gesicht eines etwa 8-jährigen Mädchens, das aussah, als ob es schlief. Schwarze, geflochtene Haare umrahmten das kleine Gesicht, in dem sich die Falten des Tuchs abgedrückt hatten. Eine Mumie aus dem ewigen Eis. Ein atemberaubender Moment. Vielleicht sollte ich an dieser Stelle erst einmal erklären, wie ich dazu kam, an dieser spannenden Expedition teilzunehmen. Ich heiße Pedro und bin in den Anden groß geworden. In einem kleinen Dorf am Fuße des Vulkans Cerro Yuyayaco. Es ist eine arme Gegend. Es gibt kaum Arbeit. Unser Reichtum ist die Schönheit der Natur. Als Bergführer erlebe ich sie in den Sommermonaten täglich. Dann führe ich Touristen durch diese einsame Berglandschaft, die ich kenne wie meine Westentasche. Gelegentlich wandern auch Archäologen auf den Pfaden der Inkas, um ihre heiligen Stätten aufzusuchen. Obwohl diese Gegend kein typisches Inka-Gebiet ist, gibt es hier ein paar davon. Die Hauptstadt der Inkas, Cusco, liegt etwa 1300 Kilometer nördlich. Aber während der großen Blütezeit des Inka-Reichs, von 1471 bis zur Eroberung durch die Spanier, 1532, lebten die Inkas auch hier. Wer weiß, vielleicht fließt ja auch in meinen Adern Inka-Blut. Übrigens sind nicht nur Wissenschaftler und Touristen an den alten Plätzen der Inkas interessiert. Auch Grabräuber suchen nach den Gräbern mit ihren wunderschönen Gold- und Silberschätzen, um sie zu plündern. Auf eine sehr rüde Art und Weise. Einmal sprengten sie sogar den Zugang mit Dynamit auf, um schneller an die Grabbeigaben zu kommen. Dabei wurden die Mumien ziemlich übel zugerichtet. Ein Verbrechen an den Toten, die das Recht haben sollten, in Frieden zu ruhen. Dann ist es wirklich besser, wenn sich engagierte Wissenschaftler der Gräber annehmen. Natürlich stören auch sie die Ruhe der Toten, aber sie sichern das Erbe der Inkas für die Nachwelt. In unserer Gegend und in der ganzen Welt berühmt wurde Johann Reinhardt durch den Fund von Juanita. Das Inka-Mädchen aus den peruanischen Anden war die bisher am besten erhaltene weibliche Inka-Mumie gewesen. Eine archäologische Sensation. Als ich dann hörte, dass Reinhardt einige Jahre später eine Expedition auf meinen Cerro Yuyayaco plante und dafür erfahrene Leute suchte, die in der dünnen und kalten Luft der Andengipfel arbeiten können, habe ich mich sofort gemeldet. Denn wer ist für so eine Tour besser geeignet als ein einheimischer Bergführer wie ich? Dennoch empfand ich es als große Ehre, als Reinhardt mir zusagte. Nie hätte ich es mir träumen lassen, einen so großen Wissenschaftler auf meinen Heimatberg begleiten zu dürfen. Der Aufstieg war beschwerlich. Der seit Inka-Zeiten bestehende Weg wurde immer steiler, die Luft immer dünner, die Sonne immer gleißender. Mir war, als könnte ich sie sehen, die feierliche Prozession, die den Berg hinaufstieg, allen voran die Priester mit ihren zeremoniellen Federkronen und in ihren fein gewebten Gewändern. Ihnen folgten ihre Gehilfen mit den Lamas, die das Essen und Chica, das Maisbier trugen, und die Grabbeigaben. Dann kamen die Dorfbewohner, die den Priestern den Berg hinauf folgten, mit Gesang und Musik von Flöten und Muschelhörnern. Aber wie sah wohl das Opfer aus, das die Priester auf den Gipfel geleiteten?
Ich hatte keine Vorstellung davon. Vielleicht würden wir es ja herausfinden. Nach mehreren Tagen erreichten wir endlich den Gipfel. Ich war überwältigt. Ich kannte viele Berge hier in der Gegend, aber der Ausblick, den man hier aus über 6.700 Meter Höhe hatte, war gigantisch. Unter dem knallblauen Himmel ein Panorama von anthrazitfarbenen, teils schneebedeckten Bergen. Dazwischen die unendlichen Weiten. Ich hatte das Gefühl, auf dem Gipfel der Welt zu sein. Ich konnte plötzlich nachvollziehen, warum die Inkas sich die höchsten Berge ausgewählt hatten, um dort den Göttern ihre Geschenke und ihre Opfer zu übergeben. Man fühlt sich hier dem Himmel näher als irgendwo anders. Ein leichtes Schulterklopfen erinnerte mich daran, dass wir nicht zum Spaß hier waren. Reinhards Assistent drückte mir eine Schaufel in die Hand. Da der Wind den Schnee vom Gipfel geweht hatte und da der Boden trocken war, konnten wir uns gleich an die Arbeit machen. 2 Tage lang säuberten wir ein Plateau mit Spitzhacke und Schaufel von Schotter und Stein. Von Inkas oder ihren Mumien war weit und breit keine Spur. Unsere Hände waren mittlerweile voller Blasen und unsere Laune sank mit jedem Spatenstich. Hatte sich Reinhard etwa getäuscht? Doch dann legte sein Assistent 3 Figuren frei, die Lamas darstellten. Eine aus Silber und 2 aus Muschelschalen. Voller Zuversicht machten wir uns weiter an die Arbeit. Und einen halben Meter tiefer legten wir tatsächlich eine Inka-Mumie frei. Wir hatten die gefrorene Leiche eines etwa 8-jährigen Jungen gefunden, eingewickelt in ein Tuch. Sein Körper war durch die ewigen Minustemperaturen hier oben auch nach 500 Jahren noch ganz erhalten. Neben seinem Arm lag eine Schleuder und 2 Paar Sandalen. Vermutlich sollten diese Gegenstände den Jungen auf seine Reise ins Jenseits begleiten. Seine Knie waren wie bei einem Embryo angezogen und mit einem Seil fest zusammengebunden. Er trug Mokassins und weiße Wadenwärmer, die wie neu aussahen. Noch ehe uns bewusst wurde, was für einen Fund wir da gemacht hatten, meldeten 2 Studenten den Fund einer weiteren Mumie. Nur ein paar Meter weiter. Ein etwa 14-jähriges Mädchen, das mit wunderschönen Figuren und Keramiken begraben wurde. Es war perfekt erhalten. Johann Reinhardt konnte sein Glück über diese Funde kaum fassen. Als ein paar Tage später Orlando kopfüber noch die 3. Mumie aus dem Erdloch zog, die Mumie des 8-jährigen Mädchens, war klar, dass Reinhardt wieder eine Sensation gelungen war. Er hatte die höchstgelegene archäologische Fundstelle der Welt ausfindig gemacht. An Ort und Stelle ließ er die 3 Mumien vermessen, fotografieren und dann in Isofolie wickeln. Die Mumien mussten möglichst unbeschadet und unaufgetaut in die katholische Universität nach Salta gebracht werden. Gar nicht so einfach. Denn die kleine argentinische Provinzstadt war etwa 400 Kilometer entfernt. Dort sollten wissenschaftliche Untersuchungen vorgenommen werden, bevor die Funde der Weltpresse vorgeführt werden würden. Nach 13 aufregenden und anstrengenden Tagen auf dem Gipfel des Vulkans begannen wir mit den 3 eingepackten Eismumien und den gefundenen Grabbeigaben den Abstieg. Während unser Expeditionsteam ermattet den Berg hinunterstieg, drehten sich meine Gedanken um die alten Inkas. Einerseits war ich voller Hochachtung. Die Inkas hatten ohne technische Hilfsmittel prachtvolle Tempel und Paläste errichtet und beeindruckende Städte auf Berggipfeln wie Machu Picchu. Sie waren sogar in der Lage, Gräber und Steinhäuser auf 6000 Metern Höhe zu errichten, in dünner Luft und eisiger Kälte. Was ich aber nicht verstehen konnte, waren die Kinderopfer. Das Bild des 8-jährigen Mädchens ging mir nicht mehr aus dem Kopf. Johann Reinhardt erzählte beim Abstieg, dass Menschenopfer bei den Inkas selten waren. Meistens töteten sie Tiere, zu Ehren der Sonne und ihres Sohnes, dem Inka. Kinder waren den Inkas heilig, weil sie nach ihrem Glauben reiner waren als Erwachsene. Wenn sie geopfert wurden, war das ein ganz besonderes Geschenk für die Götter. Entweder weil ein neuer Inka in sein heiliges Amt eingeführt wurde
oder in Notzeiten, um Umweltkatastrophen wie Erdbeben, Vulkanausbrüche oder Dürre abzuwenden. Heute ist das schwer zu verstehen, aber die Opferung galt als große Ehre für das Kind. Es war auserwählt. Stellvertretend für den Menschen sollte es auf ewig unter den Göttern leben. Ich blickte auf den Träger mit der eingewickelten Mumie vor mir. Statt bei den Göttern würden die Mumien aus dem Eis nun die Ewigkeit im Museum verbringen. Am Basislager trennten wir uns. Hier warteten Fahrer in ihren Jeeps auf das Team der Wissenschaftler. Für die 3 Inka-Mumien hatten sie große Boxen mit Trockeneis dabei. So sollten sie den langen Weg in die nächste Stadt überstehen. Johann Reinhardt trommelte seine Leute schnell zusammen. Wenn sie die Inka-Kinder für die Nachwelt sichern wollten, mussten sie sich sputen. Der Weg nach Salta war noch weit und der Transport ein Kampf gegen die Zeit und die Hitze der gleißenden Sonne. Ein paar Wochen später fand ich in einer Zeitung einen Artikel über die Eismumien von Yuyayako. Das Team hat es also noch rechtzeitig nach Salta geschafft. Damit war die wissenschaftliche Sensation für Johann Reinhardt perfekt. Und ich war dabei. Das Teamfoto, das an der Wand meines Wohnzimmers hängt, beweist es. Gecko mio, war das spannend. Und gut, dass es so lange her ist. Ich meine das mit den Opfern für die Götter. Kennt ihr dieses Geräusch? Genau, so klingt das, wenn an einem prall gefüllten Luftballon gerieben wird. Und wisst ihr, was das heißt? Ich fliege! Haha! Schuhkarton und Fesselballon. Ich hänge direkt unter dem knallroten Herzchen. Und es geht höher und höher. Jetzt bin ich ganz oben. Direkt unter der Studiodecke. Super. Was für eine Aussicht. Von der Tür über den Schreibtisch zum Fenster. Alles im Blick. Super. Echt klasse hier. Nur, wie komme ich wieder runter? Mal hören, ob meine World Reporter auch immer noch ganz oben sind. In der höchsten Eisenbahn der Welt. Hello, Ming, JC, Roberto. Wie geht's euch da oben? Steckt ihr noch in eurem Zug fest? Yes, Marvy Hammer. We're still on the train and 1,000 meters above the valley floor. Too bad. The brakes won't release. Also die Bremsen lassen sich nicht lösen. Got stuck. We need a real strong guy to help Listen, us release the someone brakes. is making an announcement. The brakes are stuck. We need a really strong guy to help us release the brakes with a hammer. They need somebody with a hammer. Good idea. Yes, somebody has to go out there. He's got to be really strong. Gute Idee. Ein starker Kerl. A guy as strong as... Roberto! Me? Roberto, it was you who stopped the train. So, it has to be you to release the brakes. Shut up, you stupid chickens. Come on, Roberto. You can do it. I don't know. I can't go outside. It's so high. And the bridge is so narrow. Don't look down, Roberto. Just look straight ahead. Einfach nach vorne schauen? Ming hat leicht reden. Good luck to you, Roberto. Here's the door. There's someone with a hammer. Okay, the hammer. Oh, wow. It's really heavy. Ich höre was. Klingt hammerhart. Ist das Roberto? Yes, Marvy. Roberto actually got out of the train and is trying to release the brakes. Yippee! We're moving. Yeah! We're moving. Roberto,
You did it! Quick! Get inside! We're moving! It worked! Yippee! Wait for me! I'm coming back on board! Super! Herzlichen Glückwunsch, Roberto! Congratulations! How about some sandwiches, Roberto? What a good idea! Look out the window! What a fantastic view! There's a mountain in front of us, with snow on the summit. It's beautiful. Stop that noise. Otherwise, we'll be having chicken for lunch. Roberto, be nice to the other passengers. Die haben's gut. Jetzt muss ich nur noch mein kleines Problem lösen. Jetzt weiß ich, wie Roberto zumute war. Ich kann gar nicht mehr runterschauen. Och, super, Marvi. Echt toll gemacht. Ich weiß nicht, wie man runterkommen soll. Einfach springen? Ist zu tief. Echo, Echo. Gecko mio, das wird eine knallharte Landung. Mal überlegen. Wie machen das die Fahrer von Heißluftballons? Die lassen heiße Luft raus, damit sie sinken. Also muss ich nur etwas von dem Helium aus dem Herzchenballon lassen. Aber wie? Beulenpest und Partyrest. Mein Käsespicker. Mein Holzspieß. Vielleicht kann ich damit den Knoten etwas lockern. Ich versuch's einfach mal. Na komm, du Lump. Haha, gleich habe ich es geschafft. Nur noch einmal. Stocher. Gecko mio. Füße. Durch Zeit und Raum. Wahnsinn. Über mir der dunkle Studiohimmel. Unter mir. Was? Das rote Meer. Ja, das habe ich nicht gebucht. Verflixt. Die Götterspeise. Aber Walfischblubber und Wackelpudding, so schlecht schmeckt die gar nicht. Himbeere. Wer kann schon von sich sagen, dass er schon mal in Götterspeise gebadet hat? Ansonsten, das gebe ich ja zu, war das jetzt nicht gerade eine Sternstunde der Luftfahrt. Egal, ich hab's überstanden. Und der Abgang war eigentlich super. Das war's auch schon wieder. Gleich gibt es noch die englischen Texte aus dem Heft. Und die Reportage über die Inka-Mumien auf Englisch. Wir hören uns wieder, weil die Welt sich dreht. Hossa! Was ist denn das für ein Sound? Sind hier etwa die Wale los? Bollersound und Bassgebrummel. Klingt wie ein Schluck auf. Vom Blauwal. Three, two, one, go! Ich glaube, ich stehe im Dschungel rum und bieg mir eine Banane krumm. Kakadu Pfiff und King Kong Feet, mach doch mit, ich tanz den Hit! Meet Marvi, party in the jungle. Meet Marvi, do the Marvi dance. Hey, meet Marvi, party in the jungle. Meet Marvi, do the Marvi dance. Tiere, Abenteuer bis mit Pfiff, Marvi kennt den Globus. Krokomaul und Karpfenpo, hoch das Bein und Rap geht so. Come on, everybody! Feel the jungle beat. Move your hips and stamp your feet. Rock with Roberto. Do the monkey swing. Whistle like a kakadu and shake that thing like me. Meet Marvi, party in the jungle. Meet Marvi,
do the Mavi dance. Hey, me, Mavi, party in the jungle. Me, Mavi, do the Mavi dance. Kratz den Po und mach mal so. Gib ihn Strauß und den Bauch ganz raus. Kratz den Po und mach mal so. Gib ihn Strauß und den Bauch ganz raus. Me, Mavi, party in the jungle. Me, Mavi, do the Mavi dance. Hey, me, Mavi, party in the jungle. Me, Mavi, do the Mavi dance. Kratz den Po! Kratz den Po! Und mach mal so! Mach mal so! Gib ihn Strauß! Top, top, top! Und den Bauch ganz raus! Kratz den Po! Kratz den Po! Und mach mal so! Mach mal so! Gib ihn Strauß! Top, top, top! Und den Bauch ganz raus! Giraffenhuf und Dschungelgroove, Mangobrei und Tarzanschrei, Tigerkralle, Spinnenfalle und alle! Me, Mavi, party in the jungle. Me, Mavi, do the Mavi dance. Hey, me, Mavi, party in the jungle. Me, Mavi, do the Mavi dance. Me, Mavi, party in the jungle. Me, Mavi, Weil die Welt sich dreht! Hossa! Jetzt wollen wir mal hören, was meine World Reporter für das Heft zusammengetragen haben. Schnapp dir das Magazin, blättere zu den angegebenen Seiten und lass dir die englischen Texte vorlesen. Wenn du Lust hast, kannst du versuchen mitzusprechen. Ist doch gar nicht so schwierig, oder? Viel Spaß! Enjoy yourself! See page 25. English History Guide. The Story of Lady Liberty. Let's travel to New York. Destination, New York. Month, June. Year, 1885 AC. Commencing countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Liftoff. Hello, New York! What's in the boxes? The Statue of Liberty in pieces. 214 boxes altogether. This box looks really heavy. Watch out! The rope's breaking! Jump! What's that? A date. 4th July 1776. The American Independence Day. America became independent? Yes, from the British King. King? I think I found Lady Liberty's crown here. The crown has got 7 rays. They stand for the 7 continents. But it's not green like it is today. How come? The statue is made of copper. The metal turns green over the years. There's her arm and the torch in her hand. Hey, boys! Don't I look a little like her? Sure, but you're not so green. And not so tall. Fact box. The Statue of Liberty is the figure of a woman. She is also called Lady Liberty. Lady Liberty is made of 350 different pieces. Some boxes weighed a few hundred pounds, others weighed many tons. It took the workers 4 months to put all the pieces together.
Glossary. Statue of Liberty. All together. Date. Independence Day. Independent. Crown. How come? Copper. Torch. Woman. Pieces. To weigh. Workers. See page 3. Snapshot. JC's notes. The bird lifts its bottom. It wags its tail. A female comes towards it. See page 7. World News. Roberto's notes. She swings her club. The ball is flying over the golf course. See page 8. Voices of the Deep. JC lauscht dem Gesang der Buckelwale. Great song! This is a humpback whale. Eye, jaw, furrows, flipper, ocean. JC's notes. An orca jumps out of the water. A couple of belugas swim near each other. 3 humpback whales meet. JC's report from Canada. Hi, I am reporting from a whale research centre called Orca Lab on Hansen Island in Canada. I am sitting here with headphones, hoping to hear some whale sounds. Scientist Paul Spong is sitting next to me. He and his team have installed a huge number of microphones in the ocean. They are connected with the Orca Lab. Wait, I can hear something. It sounds beautiful. Could it be orcas? Yes, it must be. Now I can also see the whales. There are 4 fins poking out of the water. Paul says it is Kira and her family. He knows every orca in this area. I like Kira's calls. I wonder what she is saying. See page 12. Learn the Marvi dance. Roberto's notes. Put your arms in the air. Bend your knees. Stick out your tummy. See page 14. The biggest plane in the world. This is a plane. Rudder. Endurance test. Paint. Door. Wing. Booster engine. Undercarriage. Engine. Ming's notes. Icon is checking the altimeter. He is pushing a pedal. Icon is pressing a button. See page 16. Animal records. The millipede. JC's notes. The young millipede has only got a few legs. It grows 2 new legs. See page 18. The Mystery of the Comets. Ming blickt weit hinaus ins Weltall. Let's follow the comets. Ming's notes. The sun heats the nucleus. Its surface is sizzling hot. The tails glow blue and white. A comet in motion. Nucleus. Comet's orbit. Earth's orbit. Sun. Earth. White tail.
Blue tail. Ming interviews Dr. Donald Yeomans. What is the most interesting thing about the Tempel 1 comet? We found out that the comet is not solid, but extremely fragile, and that it is a ball of dirty ice. What do you think about the first pictures from the Deep Impact mission? I am very surprised about the enormous cloud of dust. The pictures show that the impact was very impressive. What is your job on the Deep Impact mission? I am a member of the scientific team. My job is always to know where the comet is. See page 30. Dig in. These kids are choosing food. Orange, apples, pineapple, melon, carrot, bananas, potato chips, sweets, sunflower seeds, olives, white bread, ketchup. Ming's notes. Katharina chooses the melon. She takes a bite from the fruit. Katharina spits out the seeds. See page 32. Tigers also have to go to school. JC guckt Tigern beim Training zu. Well done! JC's notes. Grace lies down. She rolls sideways on the floor. As a reward, she gets a tasty piece of meat. This is a tiger. Eye, pupil, stripes, whiskers, nostril, mouth, nose. JC's report from Dessau. Hi, Marvy. I'm reporting from a tiger park in Germany. Right now, I'm watching 1-year-old female tiger, Grace, in her outdoor enclosure. School is over and Grace is playing outside. She's rolling a stone into the water and trying to fish it out again with her paw. Now she has got it. Oh no! She slips and falls into the water. She jumps out of the water and, hey, what's she doing now? Grace is heading straight towards me. She's shaking the water out of her fur. Yuck! Guess who's wet all over now? See page 36. Kids did it. Roberto's notes. Catherine starts spelling. The audience applauds. Proudly, she receives her trophy. See page 38. Climate in danger. When the desert expands. This is a desert. Dune. Bush, hollow, sand, shovel, worker. Ming's notes. The cattle eat up all the plants. Trees are cut down. The soil dries out. Letter to Marvy. My name is Alexander Baluyev. I'm 15 years old and I live in a village 300 kilometers away from Moscow. At my school, I work for a project called We're Bringing Back the Forest. The other children and I grow small trees in the school garden. In autumn, we plant them out into the wild. The area around our village is very dry. We hope that the trees will keep the water in the soil. I love planting trees. It's much more useful than learning maths. Yours, Sasha.
See page 45. Just joking. Tongue twister. An ape hates grapes. Hossa, das war ja eine Menge Englisch. Da qualmen mir aber ganz schön die Ohren. Hui. Aber einer geht noch. Du kannst dir die Reportage vom Anfang auf Englisch anhören. Als Bonustrack. Wir hören uns nächstes Mal wieder, weil die Welt sich dreht. Hossa! Orlando was hanging headfirst in the narrow hole. Only his feet were still visible. 2 colleagues and I were trying with all our strength to keep a hold of the rope that was tied around his hips. It was everything I could do not to let go as the rope cut deeper into my hands. The air at 6,739 meters was simply too thin for such hard work. I would never have thought it possible that you could start sweating at temperatures of just under 30 degrees below zero. Then came Orlando's enthusiastic shout. He had discovered the mummy. After 500 years, it was about to be freed from its grave and given over for scientific study. We pulled Orlando up with the last of our remaining strength. He was protectively holding a bundle in his arms that was wrapped with cloth. A rather small bundle. It had to be the mummy of a child. The famous American mountaineer and ethnologist Johann Reinhard, who was leading our expedition, squatted down in front of the treasure. He pointed to a little silver needle that was pinned to the cloth, an indication that it had to be a girl. Since the cloth was surprisingly loose, Johann Reinhard carefully pushed it aside. I cringed. We were looking into the face of an approximately 8-year-old girl who looked as if she were sleeping. Black braided hair framed the little face where the folds of the cloth had made its impressions. A mummy from an icy grave. A breathtaking moment. Maybe I should first explain how I managed to take part in this thrilling expedition. My name is Pedro, and I grew up in the Andes, in a little village at the foot of the volcano Cerro Yuyayaco. It is a poor area because there is hardly any work. Our wealth comes from the beauty of nature. As a mountain guide, I experience this beauty daily in the summer months. I lead tourists through the remote mountain landscape that I know like the back of my hand. Occasionally, archaeologists also try to follow the paths of the Incas as they search for the Incas' sacred cities. Although this area isn't typical for Inca sites, there are a few of them. The capital of the Incas, Cusco, is about 1,300 kilometers north of here. But at the pinnacle of the Incan Empire, from 1471 up until their conquest by the Spaniards in 1532, they also lived here. Who knows? Maybe I have Incan blood flowing through my veins. Scientists and tourists, by the way, aren't the only ones interested in the location of old Incan sites. Grave robbers also search for the graves, which are often filled with lovely gold and silver treasure, so they can loot them, often in the worst way. Once, they even blew open the entrance to a tomb with dynamite so they could get to the treasure faster. The mummies were practically destroyed, a crime against the dead who have a right to rest in peace. Then, it is really better if dedicated scientists take care of the graves. Of course, they also disturb the rest of the dead, but they safeguard the Incas' inheritance for future generations. Johann Reinhard and our area became world famous with the discovery of Juanita.
Juanita was another Inca girl from the Peruvian Andes who turned out to be the best preserved female Inca mummy in existence, an archaeological sensation at that time. Some years later, when I then heard that Reinhard was planning an expedition on my Cerro Yuyayaco and looking for experienced people who could work in the thin and cold air of the Andean peaks, I immediately signed up. Who was better suited for such a tour than a native mountain guide like me? I nevertheless found it a great honor when Reinhard made me part of the expedition. Never in my wildest dreams had I ever imagined that I would be allowed to accompany such a great scientist on my native mountain. Our progress was exhausting. The path, the same path that the Incas used so many centuries ago, became even steeper, the air thinner, and the sun more intense. For me, it was as if I could see the solemn procession climbing up the mountain. First the priests with their ceremonial feather crowns and finely woven gowns. Their assistants following with the llamas which carried the food and chica, beer made from maize, and the gifts for the grave. Then came the villagers, following the priests up the mountain with song and music made with flutes and shell horns. But what did the dead person look like, whom the priests were escorting to the peak? I didn't have any idea. Perhaps we would find out. After several days, we finally reached the peak. I was overwhelmed. I knew many mountains here in the area, but the view we had here at over 6,700 meters was incredible. Under the bright blue sky, a panorama of charcoal gray, partly snow-covered mountains, and infinity stretching out between them. I had the feeling that we were at the top of the world. I could suddenly comprehend why the Incas had chosen the highest mountains to render their gifts and dead to the gods. You feel closer to heaven here than any place else. A light tap on the shoulder reminded me that we weren't here for fun. Reinhard's assistant handed me a shovel. The wind had blown the snow off of the peak, and since the ground was dry, we could immediately get to work. We spent 2 days cleaning gravel and stones from the plateau with a pickaxe and shovel. There was no trace of the Incas or their mummies so far. Our hands were full of blisters now, and our mood was diminishing with every turn of the shovel. Had Reinhard been mistaken? But then, his assistant uncovered 3 small statues shaped like llamas, one made of silver and 2 from seashells. Now, full of confidence, we got back to work, and a half a meter later, we discovered an Inca mummy. We had found the frozen body of an approximately 8-year-old boy wrapped up in cloth. Even after 500 years, his body was still well preserved due to the continual minus temperatures here. There was a slingshot and 2 pairs of sandals next to his arm. These objects presumably accompanied the boy on his journey to the afterlife. His knees were bent in a fetal position and tied tightly with a rope. He wore moccasins and white leg warmers. They still looked new. Before we even knew what a find we had made, 2 students announced the find of another mummy only a couple of meters away. An approximately 14-year-old girl who was buried with beautiful statues and ceramics. She was perfectly preserved. Johann Reinhard could hardly believe his luck with the success of these finds. A couple of days later, as Orlando was pulling the 3rd mummy out of the hole, the mummy of the 8-year-old girl,
It was clear that Reinhard had another sensation on his hands. He had found the highest archaeological site in the world. On the spot, he had the 3 mummies measured, photographed, and wrapped in isofoil. The mummies had to be able to withstand the journey to the Catholic University in Salta, still frozen and undamaged. Not so simple, because the little Argentine city was about 400 kilometers away. The finds would first be examined there before being presented to the international press. After 13 exciting and exhausting days at the peak of the volcano, we started back down with the 3 wrapped ice mummies and the grave artifacts. While our expedition team was wearily climbing down the mountain, my thoughts turned back to the ancient Incas. On the one hand, I was full of deep respect. The Incas had built splendid temples and palaces and impressive towns on mountaintops like Machu Picchu with no technical assistance. They were even able to build graves and stone houses in the 6,000-meter height, in thin air and icy cold temperatures. What I couldn't understand, however, were the child mummies. I couldn't get the picture of the 8-year-old girl out of my mind. Johann Reinhard said on the way down that human sacrifices were rare for the Incas. They killed animals in honor of the sun and her sons. Children were sacred to the Incas. According to their faith, they were purer than adults. When they were sacrificed, they represented a very special present for the gods, either to celebrate the inauguration of a new Inca in his sacred office, or to prevent ecological disasters like earthquakes, volcanic eruptions, or drought. This is hard to understand today, but the sacrifice was regarded as a great honor for the child. The child was chosen, destined to live with the gods as a representative of the people. I looked at the carrier in front of me that was holding the mummy. Instead of living with the gods, the mummies from the ice would now be spending the rest of eternity in a museum. We parted ways at base camp. Drivers in jeeps were waiting for the team of scientists here. They had large boxes of dry ice waiting for the 3 Inca mummies. This should make it possible for them to survive the long journey to the next town. It was not easy for me to leave the side of the other expedition members. The exhausting days together on the peak had brought us closer. The farewell fortunately turned out to be short, because Johann Reinhard quickly rounded up his people. If they wanted to keep the Incas' inheritance safe, they had to hurry. Salta was still a long way off, and they were racing against the clock and the heat of the burning sun. I found an article on the ice mummies of Yuyayaco a couple of weeks later in a newspaper. So, the team had made it to Salta on time. The scientific sensation was perfect for Johann Reinhard, and I was there. The team photo hanging on the wall of my living room proves it.